Moin Leute, euer Jake ist wieder hier mit einem kleinen Infovideo heute nur. Und zwar habe ich nur ein paar kleine Punkte, die ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar erstens, ich habe es in meinem Video vom letzten Wochenende schon erwähnt, aber ich sage es hier noch einmal. Ich war ja eine ganze Weile nicht da. Jetzt bin ich aber wieder da. Ich war nämlich ein bisschen untergetaucht, weil ich sehr viel an dem Spiel gearbeitet habe für den Game Jam, der aktuell im Game Dev Café wieder stattfindet. Der läuft Ende des Monats aus und das bedeutet auch, ab nächsten Monat wird es hier wieder eine ganze Menge Let's Plays zu den ganzen Jam Games auf meinem Kanal geben. Freut euch schon mal drauf. Dann zweitens, ich bin ja bereits auf Twitter oder X oder Twixer, nennt es wie ihr wollt, mir egal. Und da ja nicht alle Leute Twitter X Twixer benutzen, wollte ich mich gern noch auf eine andere Plattform ausbreiten. Ich habe mir mal Instagram angeschaut und dann direkt festgestellt, dass ich Instagram voll scheiße finde. Keine Ahnung, ich komme damit irgendwie nicht zurecht, das ist nicht meine Plattform. Stattdessen habe ich mich jetzt dazu entschieden, mir jetzt einen Discord-Server anzulegen, wo es dann alle Infos, die es auf Twitter X Twixer gibt, auch auf den Discord drauf zu packen. Das heißt, alle Infos zu meinen Spielen, zu meinen Videos und zu meinen Streams. Auch wenn ich Streamen aktuell ja noch eher weniger mache. Aber das will ich in Zukunft ja auch wieder ein bisschen mehr. Auf jeden Fall, den Link packe ich in die Videobeschreibung. Wer Lust hat, kommt gerne rein. Wenn ihr meint, dass ich in dem Discord noch irgendwas vergessen habe, irgendwelche Channels, die noch rein müssen, sagt Bescheid. Ich habe den quasi auf die Schnelle angelegt. Ja, das wäre der Punkt. Und drittens will ich meine Videos in Zukunft ein wenig aufhübschen. Deswegen habe ich überlegt, was ist eigentlich so der schlimmste Schandfleck in meinen Videos? Ja, ist eigentlich ganz klar, der Typ, den man unten in der Ecke immer sieht, oder? Deswegen habe ich mir gedacht, da muss was dran machen. Die moderne Medizin ist ja schon sehr weit. Deswegen habe ich mich an einen seriösen und vertrauenswürdigen Apotheker gewandt, der mir vielleicht helfen kann, mein Äußeres so ein bisschen zu verschönern. Hast du den Stoff? Klar, das beste Zeug, das du kriegen kannst. Und das wirkt wirklich? Ob es wirkt? Gibt es in Bärenbruderspielen 7 Oger? Also eigentlich sind das ja... Genau, also stell keine dummen Fragen. Dieser Trank wird eine hässliche Visage richten und dein wahres Ich zum Vorschein bringen. Okay, ich nehme ihn. Sehr schön. Also kommen wir zur Bezahlung. Ach, fuck. Na dann mal los. Cheers. Hm, irgendwie merke ich nichts. Sieht man schon was? Boah, das war intensiv. Aber ich glaube, irgendwie hat sich was getan. Moment, ich muss mal versuchen, mich aufzurichten. Hm. Irgendwas ist anders als vorher. Mo Moment mal. Bin ich. Ich. Ich bin ein Stinktier. Ja gut, das war ich vorher auch schon, davon mal abgesehen. Aber ja, jetzt kann ich auf jeden Fall sagen, das hier ist mein neues Aussehen. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Und wenn nicht, egal. Na gut. Ja, auf jeden Fall, das hier ist in Zukunft das, was ihr in meinen Videos sehen werdet. Ich habe mich dazu entschieden,
der Facecam Adieu zu sagen und stattdessen auf dieses VR-Modell umzusteigen. Aus welchen Gründen, fragen sich manche jetzt vielleicht. Nun, ihr könnt es euch vielleicht denken, was ja bei einigen VTubern der Grund ist ja Anonymität. Das heißt, sie wollen ihr Gesicht nicht im Internet zeigen. Ein absolut nachvollziehbarer Grund, aber da ich mein Gesicht ja schon ein paar Mal in die Kamera geklatscht habe und das auch in diesem Video getan habe, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass das nicht mein Grund ist. Nein, ich habe mich einfach... Mir gefällt einfach die Vorstellung. Ich mache es aus Spaß an der Freude, wenn ihr so wollt. Ihr könnt es euch so vorstellen, wie wenn ihr euch einen Charakter in einem Spiel anlegt. Erstellt ihr dann einen Charakter, der möglichst so aussieht, wie ihr auch in echt ausseht? Ich meine, ja, klar gibt es Leute, die das machen, aber das sind, glaube ich, doch eher die wenigsten. Die wenigsten. Ihr habt es ja vielleicht auch schon gesehen in meinem vorherigen Profilbild oder wenn ich mir in meinen Spielen selber einen Auftritt gebe, dann war das ja auch immer so ein Stinktier-Mensch-Hybrid. Und ja, nicht so, wie ich halt wirklich in echt aussehe. Also, warum sollte ich dieses Aussehen nicht auch für meine Videos in Zukunft nutzen, habe ich gedacht. Gut, ich habe es leicht abgeändert, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt zum Beispiel mir den Bart wegrasiert. Aber alles in allem bin ich doch recht zufrieden, muss ich sagen. Komm, ich zeig's euch mal in voller Gänze. In voller Größe. So, das ist also mein neuer Avatar. Einmal einen kleinen Rundumblick mit Stinktierpuschel, wie es sich gehört. That's me. Also ich hoffe, ihr könnt euch daran gewöhnen, in Zukunft nicht mehr meine hässliche Visage sehen zu müssen, sondern dieses wundervolle Modell. Und ja, wie ihr ja unschwer erkennen könnt, bin ich ein Stinktier. Ich meine, die meisten wussten ja vorher schon, dass ich eins bin, aber jetzt kann man es ganz deutlich erkennen. Und zwar bin ich ein europäisches Spitzohrstinktier. Das ist eine sehr spezielle Unterart, die sehr selten ist. Genau genommen gibt es sie nur einmal, nämlich mich. Ich bin das einzige Exemplar. 2 Personen möchte ich auf jeden Fall noch einmal danken. Die erste Person ist Pauli. Das ist die Person, die den Charakterbogen für diesen Avatar erstellt hat. Und da ich ja selber überhaupt nicht zeichnen kann, war es wahrscheinlich auch nicht so leicht, genau das zu zeichnen, was ich mir vorgestellt habe, weil ich konnte nicht viel Referenzen liefern. Ich habe so ein paar Bilder aus dem Internet, zum Beispiel mit den Schuhen, habe ich einfach so ein paar Bilder aus dem Internet gezeigt und ja, so ungefähr sollen die aussehen. Und die meisten Sachen, ja, die beruhten halt auf Beschreibungen von mir, wie es ungefähr aussehen soll. Und alles in allem bin ich wirklich sehr zufrieden. Die zweite Person ist Valaya. Sie hat dann auf Grundlage des Charakterblatts dieses awesome 3D-Modell erstellt. Und dafür vielen Dank. Ich bin wirklich sehr zufrieden. Und ich hoffe, ihr auch. Außerdem möchte ich auch noch Sion und The Real Fusion nochmals danken. Die beiden haben mir nämlich dieses unfassbar coole Stinktierkostüm geschenkt. Ich muss allerdings zugeben, so geil es auch ist, es ist nicht das richtige Wetter dafür aktuell. Ich habe da drin so geschwitzt, das glaubt ihr nicht. Aber was macht man nicht alles für ein cooles Video? Ich meine, ich habe schließlich für einen Einspieler, der nicht mal eine Minute ging, auch mühevoll meinen Greenscreen wieder rausgekramt und den erstmal mühevoll gebügelt, an der Wand aufgehangen und boah, so viel Aufwand für einen nicht mal eine Minuten Einspieler. Ja, ich bin nicht ganz dicht, ich weiß. Tja, auf jeden Fall ist das hier das, wie ihr mich in Zukunft sehen werdet. Ich werde natürlich in Zukunft meine Hardware auch noch ein bisschen ausbessern. Das Tracking, das ist noch nicht so perfekt. Die Gesichtserkennung, ja, muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr reinfummeln. Aber hey, ich bin neu in dem Geschäft, seht's mir nach, wenn nicht alles sofort funktioniert. So, das wäre auch schon alles für heute. Schaut doch auch noch mal in meine Videobeschreibung rein. Da habe ich einmal den Link reingepackt zu meinem Discord-Server. Außerdem noch den Link zu der FIFA-Seite von Bayana. Ich hätte auch gern die Seite von Pauli noch mit reingepackt, aber irgendwie scheint die nicht mehr existent zu sein. Ja, das war's auf jeden Fall erstmal von mir. Dann macht es gut, bis zum nächsten Mal. Euer Jake.